Hey Freunde, willkommen zurück. Fragrance Talk wieder hier aus Hamburg. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich hoffe immer noch, dass ihr fit und munter seid, weil das ist ganz wichtig. Ich meine das auch wirklich ernst, weil ja, fit zu sein, munter zu sein, ist einfach besser als angeschlagen, krank logischerweise. Und deswegen hoffe ich immer, dass ihr auf jeden Fall gut aufpasst und fit und munter seid. So, und für alle Neuen, die das erste Mal hier bei mir eingeschaltet habt, bleibt hier, drückt die Glocke, abonniert mich, das würde mich natürlich freuen. So, heute kommt ein Video ganz wichtig, und zwar geht es um den 360 White von Perry Ellis. Und ihr habt es ja schon in der Überschrift gelesen, sorry, dass dieser Duft wirklich der beste Flanker von Jean Paul Gaultier Le Male ist. So. Und ich gehe auch schon so weit, dass er sehr nah an den, sag ich mal, einer Vintage-Version, das ist die hier, das ist wirklich die, da kommen wir gleich zu, dran ist. Und es ist, oder warum es für mich der beste Flanker ist, erfahrt ihr jetzt. So, ihr kennt ja, wer kennt ihn nicht, immer in den Charts, immer oben, der Duft mit Bergamotte, Minze, Vanille und so weiter, der Kaugummi-Duft in Anführungsstrichen sogar auch von Jean Paul Gaultier, der Matrosenduft, der einfach, seitdem es den gibt, super ankommt und immer noch Komplimente gibt. So, der hat aber ein Problem, dass man ihn leider selber nicht mehr wirklich so ganz so extrem wahrnimmt. Die Silage ist also wirklich nicht gut. Ich habe aber euch gesagt, und das ist auch Fakt, jedes Mal, wenn den einer trägt, und die tragen nicht diesen da kann ich, also da tragen 1% trägt diese Version da, wenn überhaupt, den ich jetzt gerade hier über den Weg laufe. Trotzdem, dieser Duft nimmt den ganzen Raum ein. Aber selber, das habe ich ja selber erfahren, das haben ja viele gesagt, oh, viele riechen ihn auch nicht. Aber das ist schon fast wie diese Düfte, die man nicht selber riecht, wie heißen sie? Komme ich jetzt nicht drauf so schnell. Habe ich auch. Aber ich finde das schade. Ich sage ja, okay, man muss mal Abstriche machen aktuell. Ich hoffe, dass der wieder stärker wird. Ja, ihr wisst ja meine Meinung, es geht jetzt wieder nach oben. Aber man möchte den Duft doch selber ein bisschen riechen. Man muss ihn nicht die ganze Zeit riechen, aber ihn fast gar nicht wahrzunehmen, ist echt schade. So. Und es ist trotzdem ein genialer Duft. Und auch hier gibt es Zwillinge ohne Ende. So. Genau wie bei Aventus. Nur Aventus bin ich der Meinung, ist schwieriger nachzumachen, weil die DNA einfach, ihr kennt das ja, die DNA kriegt einfach keiner hin. Hier ist es aber schon, ja, man bekommt es hin und es gibt viele Zwillinge, so wie Scotch und ach, was weiß ich was. Aber dieser hier, 360 White, die hat ja schon, also die Marke hat ja schon wie mit 360 Wet also er ist ja besser als das Original, weil 360 Red, wer das noch nicht weiß, riecht ja wie Acqua di Gio. So. Und ich bin kein Freund von den Original Acqua di Gio, von den Original. Und das 360 Red von Perry Ellis ist so geil. So sollte das Original eigentlich sein. Würzig, lang anhalten und richtig geil. Habe ich gleich in 200 ml. Weil die 200 ml Flasche ist einfach besser zum Sprühen bei 360 Red. Das ist auch 100, bei den White gibt es leider nur 100. Dieser Duft ist sowas von genial, hat genau die DNA wie beim Original, geht schon in die Vintage-Version. Die nehme ich jetzt mal hier, warte mal. Das ist die Vintage-Version, das seht ihr, könnt ihr das vielleicht sehen, gelb hier die Flüssigkeit. Das ist wirklich die allererste Version. Das könnt ihr daran sehen, dass unten der Badge silber ist und die, ich wiederhole, das habe ich schon so oft erwähnt, wo ich den denn vorgestellt habe, die Postleitzahl ist 75008 Paris. Das ist dieser Duft von 95, 96, wo der rausgekommen ist. Die allererste Version. Das Monster. Nicht irgendwelche Versionen von 2001, 2003. Die sind auch schon schwer zu bekommen. Aber das hier, ich hatte da 2 Stück von. Ich habe tatsächlich einen verkauft, weil, ganz ehrlich Leute, ich kann das nicht alles aufbrauchen. Den behalte ich aber. Der ist noch schön voll. Und ja, hier habt ihr nur noch, und das ist das Geniale, der wird ja auch etwas älter. Auch wenn das immer, der ist nicht gekippt, aber man merkt ihn schon das Alter an. Hier ist es einfach, als wenn das der neue ist und noch ein bisschen die Frische drin, weil hier ist eine Orangenblüte drin, Iriswurzel, glaube ich, und Maiglöckchen. Das ist hier ja nicht der Fall.
Und das macht diesen Duft, er ist genauso, also es gibt fast keinen Unterschied, nur ein bisschen sauberer, frischer und geiler, muss man schon sagen. So, es hat ja nicht jeder diese Version. Und selbst da kommt der locker ran. Das ist so ein geiler Duft. Also vertraut mir, Leute, der kostet ja nicht viel. Der ist angeblich eingestellt. Ja, wenn es weg ist, so ist, gibt es aber noch ganz viele Restbestände. Aber schlagt jetzt zu. Ich habe da auch noch ein Backup von. Der ist so genial und hält seine 8 Stunden locker durch. Richtig cool. Und auch im Sommer ist das ein geiler Begleiter. Und das ist das Geile, dass Perry Ellis das so hinbekommen hat, dass man im Endeffekt den Jean Paul Gaultier mal im Sommer tragen kann. Das ist ja bei einem Original etwas schwierig, ne? Das wisst ihr ja. Die Süße und dieses Penetrante hier. Und das ist die Vintage von 95, 96. Das Monster. Ja, das ist einfach noch dieses Kaugummihafte, diese Tonkabohne, diese Minze ist einfach hier noch anders. Das könnt ihr nicht mehr vergleichen. Aber ja, das wird nicht wiederkommen so. Das ist so, es sei denn, sie ändern. Aber selbst wenn sie stärker machen, wird es einfach nicht so sein. Aber hier habt ihr für wenig Geld, ich werde es unten so gut wie es geht verlinken, habt ihr einen Duft. Glaubt mir, Leute, ihr werdet begeistert sein. Wenn ihr natürlich Le Male-Fan seid, wenn ihr diesen Jean Paul Gaultier Le Male überhaupt nicht mögt, dann bringt das nichts. Obwohl, vielleicht testet ihr den trotzdem, weil er hat ja ein bisschen mehr Frische, aber er weicht nicht ab. Und das ist das Geile, er weicht ja nicht ab. Oh, das ist von Allerfeinsten. Also ein Bekannter hat den auch geholt und ich habe ihm gesagt, da wirst du begeistert sein. Und geil. Absolut. Jetzt im Frühling auch geil. Absolut. So ein bisschen, als wenn so wie so eine Milch, die übergossen wird über den Le Male. Richtig geil. Richtig genial. Sorry. Also ich bin immer schwer begeistert, den zu haben. Und ich habe noch ein Backup. Vielleicht hole ich mir noch einen. Auf jeden Fall, den muss man haben. Weil, wenn der weg ist, das ist sehr, sehr schade. 360 White von Perry Ellis. Also Leute, denkt dran, man muss ich bin immer Fan, das wisst ihr, vom Original. Aber wenn es wirklich einen sehr guten Ableger geht, stelle ich natürlich euch auch den vor. Das muss ich, das mache ich einfach. Heißt aber nicht, ich habe trotzdem das Original und das Original wird immer in meiner Sammlung bleiben. Ich habe 9 Flanker oder wie viel. Den Terrible zum Beispiel für mich der geilste Flanker, wenn es danach geht, der Terrible. Und wie gesagt, ich habe das Original hier, das benutze ich natürlich ganz selten, weil das ist der heilige Gral im Endeffekt wirklich. Das ist ein 6er im Lotto, weil, wie gesagt, die Version hier, wie gesagt, ihr müsst, das wurde auch danach geändert, 75008 Paris ist wirklich die Erstauflage, wirklich von 95, 96. Dann mit den silbernen Badge unten und ja, aber den zu bekommen ist eben schwierig. Sehr schwierig, es ist ja so schon schwierig, manche andere zu bekommen. Meistens kriegt man 2002er, das ist auch gut, aber im Endeffekt, ja, ist es nicht so wie der. Und wie gesagt, das Original könnt ihr euch auch holen, aber ihr solltet auf jeden Fall Perry Ellis 360 White auf dem Schirm haben und auf jeden Fall testen. Und wie gesagt, man kann ihn im Sommer und auch im Frühling tragen, wo es bei Le Male schwierig wird. Also Leute, haut rein, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.